Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Soheit. Heute mal mit einem ganz anderen Hintergrund, denn ich sitze jetzt im Wohnzimmer und habe alle meine Hochzeitsutensilien, alle Basteleien, alles an Deko, was ich habe, hier versammelt. Und möchte es jetzt mit euch zusammen durchgehen. Also es ist so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen eine Haul. Die Sachen habe ich ja schließlich alle gekauft, aber es ist auch, es sind Do-it-yourself-Ideen für die Hochzeitsdeko und es ist ziemlich viel. Es kam bei mir dann in dieser Hochzeitsplanungsphase nach und nach immer mehr dazu und es tut mir jetzt auch leid, dass meine Haare so struppig sind. Ich habe heute den ganzen Tag wieder Zeug zusammengepackt, bin jetzt Gott sei Dank fertig und drehe jetzt schnell dieses Video ab. Übermorgen heiraten wir. Oh mein Gott. Ich habe die Kisten so themenweise gepackt und ich fange mal an mit der Fotokiste. Wir haben einen Fototisch geplant, wo ein Fotodrucker steht, der quasi sofort Bilder drucken kann. Da habe ich Fotopapier bei Amazon gekauft. Das sind so kleine 10×13 Papiere. Und da schließe ich dann meine Kamera an und per Knopfdruck kann man dann sagen, einfach drucken und dann können die das machen. Es gibt aber auch natürlich immer ein paar Leute, die nicht so affin mit sowas sind. Nee, das ist das Falsche. Hier. Da habe ich eine Anleitung geschrieben, wie es funktioniert, mit dem Fotodrucker umzugehen, welche Knöpfe man drücken muss und so. Und ich habe alles im gleichen Design jetzt gehalten. Das habe ich mit Photoshop gemacht, quasi die Schrift und dann Schnittmuster erstellt und dann so ein Bild von einer Goldfolie drüber gelegt und dann sieht es so ein bisschen nach Goldschrift aus, aber richtig Gold drucken kann ich ja nicht. Diese Fotos sollen die Gäste dann ins Gästebuch einkleben. Das Gästebuch habe ich bestellt bei Luetori. Da habe ich lange gesucht nach einem. Es sollte was Besonderes sein und es sollte auch individuell sein und das ist es jetzt geworden. Hier mit unserem Logo vorne drauf und das wollte ich halt unbedingt. Es gibt aber nicht so viele Läden, die das auch machen. Wir waren ein bisschen spät dran. Deshalb sind auch schon ein paar rausgefallen. Bei Davanda gibt es auch sehr schöne, die haben aber sehr lange Lieferzeiten, deswegen war das nichts mehr. Hier sind 30 Seiten ungefähr drin, ganz, ganz dicke. Und außen ist es irgend so ein Naturholz. Ich weiß es nicht mehr, irgendein Spezialholz. Und da sollen die Gäste eben einfach dann ihre selber geschossenen Fotos direkt einkleben. Stifte habe ich auch ganz viele eingepackt und Klebestecken für die Fotos und so weiter. Und dann ist dieser schöne Bilderrahmen dabei, den stelle ich so auf den Tisch mit drauf. Den habe ich von Teddy und ich bin super happy, weil der mega gut aussieht. Und habe da auch so Inspirationen drauf geschrieben, dass die Leute wissen, was sie so schreiben sollen. Weil wenn du das nicht machst zu einem Gästebuch, gibt es ja auch schon vorgedruckt, hat mir nicht gefallen. Sieht dann aus wie so ein Poesiealbum. Und wenn du es nicht machst, dann schreibt jeder, ja, wir wünschen euch viel Glück und Gesundheit und viele Kinder, bla bla. Und dann schreibt jeder dasselbe. Und das wollte ich halt vermeiden. Und hier sind jetzt so Sachen, zum Beispiel, was verbindet euch mit dem Brautpaar? Was ist euer Tipp für eine glückliche Ehe und so weiter? Da können die sich dann austoben und können, dann wird es ein bisschen individuell auch. Jetzt muss ich mal schauen, was hier noch drin ist. Ja, das Kleinkuhstifte und eben dieses Papier. Und das war es jetzt schon in der Fotokiste. Und dann kommen wir zur nächsten Kiste. Hier ist erstmal Tischdeko für den Sweet Table. Den bekommen wir von der Tortenfee. Habe ich ja auch schon ein Video dazu gemacht. Und das sind jetzt so selber gebastelte, so halb selber gebastelte Pompons. Die gibt es vom Teddy, beim Teddy, 70 Cent für 3 Stück. Und die muss man dann so auseinanderziehen, dass sie sich auffalten. Da habe ich 3 kleine in weiß und 3 kleine in pink. Und noch einen großen in pink. Ich wollte eigentlich auch noch einen großen in weiß, aber den gab es nicht mehr leider. Aber gut, jetzt habe ich 7 Stück und das reicht auf jeden Fall. Das ist einiges. Dann haben wir, weil das Hotel wird für uns alles auf den Tischen auslegen. Jetzt habe ich das beschriftet nach Tisch 1, 2 und so weiter. Und hier sind die Namenskärtchen drin. Und da haben wir dasselbe Papier genommen, also so ein Leinenpapier wie von unseren Einladungskarten, haben das mit unserem Stempel gestempelt, dass unser Logo drauf ist und haben dann den Namen drauf geschrieben. Und das legen wir auf den Tischen eben aus. Und damit das Hotel weiß, an welchem Tisch wer sitzt, ist das jetzt in den Kuverts verpackt. Und dass die Gäste das dann auch wissen, habe ich eine Leinwand erstellt. So ein bisschen weiter hinter. Einfach eine weiße Leinwand, wo ich dann jetzt quasi Kärtchen gedruckt habe, auch wieder mit Goldschrift, Überschrift, finde deinen Platz. Dann habe ich goldene Schnüre gespannt und mit kleinen Wäscheklammern habe ich hier die
Tische aufgehängt und jeder kann seinen Namen finden und weiß dann genau, wo er sitzt. Auch die Überschriften habe ich mit Goldschrift und in der Mitte wieder unser Logo. Das finde ich halt ganz gut, wenn es so etwas gibt, was sich auf der Hochzeit immer wieder findet. Und bei uns hat sich das so ergeben, weil wir dieses Logo erstellt hatten und ich nicht wusste, was es sonst, also gut, unser Design Gold-Weiß findet sich jetzt auch überall wieder, gepaart mit ein bisschen rosa und pink. Und ja, aber dieses Logo kommt auf jeden Fall überall bei uns vor. Überall. Ich habe mich da wirklich ausgetobt. Dann müssen die Gäste ja noch wissen, welcher Tisch wo ist, und eure Location oder so ein Hotel, die bieten das ja auch an, dass sie Tischnummern aufstellen, aber ich wollte da ein bisschen was Persönlicheres und deswegen haben wir da auch kleine Bilderrahmen gekauft, haben für jedes Jahr, dass wir zusammen sind, das sind mittlerweile 14,5, also haben wir 15 Bilderrahmen und haben die dann durchnummeriert. Das habe ich auch mit Photoshop, einfach die Nummer drauf, und dann sind ganz viele Fotos von uns, die auf den Tischen stehen, wo die Leute sich eben dann ihren Platz, ihren Tisch finden können. Das sind die alle. Und es sind jetzt ein bisschen mehr, als es Tische gibt, weil dann kommt noch eins auf den Fototisch, dann kommt noch eins auf den Geschenketisch und auf dem Sweet Table und so weiter wird es verteilt. Und die sind auch alle weiß, die Bilderrahmen. Und das war es jetzt mal zur Tischdeko, glaube ich. Ja, jetzt kommt quasi ein Special, das wir anbieten. Das habe ich jetzt nur auch schon verpackt. Aber man kann es ja ein bisschen erahnen. Ich habe jetzt Frischhaltefolie drauf, dass es im Transport nicht rausfällt. Das sind kleine Röllchen. Und das sind einfach Röllchen aus Butterbrotpapier. Die haben wir zugeschnitten und dann haben wir sie gestempelt mit unserem Stempel. Und dann eingerollt und dann einfach mit so einem Naturbindfaden zusammengebunden. Und der Hintergrund davon ist, dass die Gäste darauf Wünsche schreiben sollen. Und wir wollten nicht dieses Standardding mit den Luftballons, das war uns zu banal, weil das macht jeder. Sondern wir haben uns jetzt überlegt, es sind deswegen Butterbrotpapier, dass es ganz, ganz dünn ist. Und dann haben wir hier diese Fackeln, da haben wir 6 Stück, die werden dann im Hotelpark aufgestellt und brennen dann. Und dann sollen die Wünsche da verbrennen und dann gehen sie für uns in Erfüllung sozusagen. Also ein bisschen anderes Element, Feuer statt Luft, aber dasselbe Prinzip. Dann ist hier die Löschschale sozusagen, die gab es auch mal beim Teddy, wo die dann, also dass es nicht irgendwie rumfliegt, die Glut oder so. Aber das meiste von dem Papier verbrennt sowieso. Und das ist für unseren Geschenketisch. Hier haben wir auch ein Kärtchen dran gemacht für Karten. Einfach ein kleiner Vogelkäfig, dass wenn jetzt Leute mit Kuverts kommen, wo das Geschenk drin ist, dann können sie es da reinwerfen, dann sieht das ein bisschen hübsch aus, anstatt dass sie es einfach nur auf den Tisch ablegen. Zur späteren Stunde gibt es bei uns dann einen Snacktisch, also ein salziges Buffet, und da habe ich beim Teddy so kleine Pappschälchen, die sind super süß, dann können die sich ein bisschen Chips ranmachen und können wieder auf den Dancefloor gehen und können da snacken. Es ist besser, als wenn sie es in die Hand nehmen und dann alles runterfällt oder so. Da habe ich auch einige davon geholt und die sind super genial, kosten 40 Cent für 8 Stück, also das fand ich echt einen guten Preis. Dann komme ich zum Hochzeitstanz und dafür habe ich Wunderkerzen vorbereitet. Mega viele. Aber nicht nur ich alleine, sondern meine Mädels haben mir dabei geholfen. Das hätte ich nie alleine hinbekommen. Und ich zeige euch mal das Design. Alle meine Papeterie übrigens, meine Vorlagen, findet ihr auf meinem Blog zum Downloaden. Ich habe nämlich alles selber erstellen müssen. Und auch diese Schnittmustervorlage für Photoshop und alles bekommt ihr von mir. Den Link findet ihr unten zu meinem Blog, denn es war super aufwendig. Und ich wäre so froh gewesen, hätte ich dieses Zeug gehabt. Einfach. Ja, also das hier habe ich gemacht für die Wunderkerzen. Das hier habe ich gemacht für die Wunderkerzen. Lasst Funken sprühen beim Hochzeitstanz, dass die Gäste auch wissen, was sie damit tun sollen und weil es super hübsch aussieht. Und da auch wieder mit in weiß-gold gehalten, sodass es gut dazu passt, und in einem rosanen Schälchen. Für unsere freie Trauung, also die findet gleich nach dem Standesamt statt, bei der Location draußen schön in Stuhlreihen, habe ich Tagespläne erstellt, die ich dann da auslegen werde. Die habe ich auf hochwertigem Fotopapier gedruckt und auch da bekommt ihr die Vorlage. Ich will euch gar nicht erzählen, wie viele Stunden ich da reingesteckt habe, diese
Vorlage zu erstellen oder beziehungsweise dieses Dokument. Das war wahnsinnig aufwendig, aber ich zeige es euch jetzt mal auch hier. Unser Logo, wieder die Goldschrift und dann so goldene Symbole und ein Hashtag, falls die Gäste was posten, dass wir das natürlich dann auch sehen können. Nicht, weil wir jetzt unbedingt wollen, dass die so viel posten, aber dass wir es halt nachträglich finden. Sonst ist das irgendwo und wir finden es nie. Und wenn die Gäste schöne Fotos machen, dann ist es doch auch toll. Fürs Standesamt habe ich kleine Seifenblasen vorbereitet, auch nochmal für die freie Trauung, aber die verteilen wir auf die Plätze mit den Tagesplänen sozusagen. Und das ist für Standesamt auch wieder mit unserem Logo vorne drauf, mit rosa Schleifchen, und da können die sich das einfach rausnehmen und können dann uns mit Seifenblasen begleiten, weil bei den Standesämtern ist es halt nicht so wirklich erlaubt, so Reis zu werfen oder Konfetti, Kanonen oder sonst was, und das macht übrigens sehr, sehr schöne Fotos dann. Gibt es auch bei Amazon. Und dann haben wir noch uns was Besonderes überlegt, und da hat mir meine Mama ganz viel dabei geholfen. Das sind 2 identische Boxen, eins für Männer, eins für Frauen, dann das wird auf der Toilette platziert und so aufgestellt. Hier drin befinden sich selber gemachte Goldtattoos. Ist das nicht geil? Ich zeige euch das mal. Achso, nee, da könnt ihr es ja sehen, wie es dann rauskommt. Also da steht Fluffy, dann haben wir den Lorbeerkranz, wie bei unserem Logo. Und die sind eben mit einem Plotter selber geschnitten. Und die Goldfolie gibt es auch bei Amazon zu kaufen. Und wenn man Plotter hat, kann man das halt selber machen, sonst nicht. Aber vielleicht kann man das auch in Druckereien machen, das bin ich mir nicht sicher. Und dann eben weißen Waschlappen, dass man sich das dann auf der Haut platzieren kann. Und dann haben wir selber gemachte Hochzeits-Körpertattoos. Wie geil ist das denn? Ja, und solche Ideen sind halt so nach und nach immer dazugekommen. Und dann wurde es am Ende echt stressig, weil uns immer noch mehr eingefallen ist. Aber das sind so schöne Sachen. Und deswegen bin ich jetzt auch echt froh. Bin gespannt, wie die Gäste das annehmen, ob die das alle machen. Und hinter mir seht ihr Morgenmäntel. Der weiße ist für mich, und von dem pinken habe ich 4 Stück für meine Brautjungfern, und auf die Morgenmäntel habe ich auch unser Logo drauf gemacht. Ich zeige es dir mal. Da siehst du es hinten mittig. Das habe ich dann ausgemessen, dass es auch ungefähr mittig ist. Das war nicht ganz so leicht. Und das habe ich auch einfach dieses Tattoo quasi drauf gebügelt. Das funktioniert genauso wie auf der Haut und das sieht super schön aus. Und ich hoffe, dass meine Brautjungfern sich freuen. Diese Bademäntel habe ich bei Light in the Box bestellt. Hat über einen Monat gedauert und ich bin wirklich in Stress gekommen. Wenn ihr die bestellen wollt, ich finde die super schön aus Satin und so, aber plant euch mehr Zeit ein. Und für mich eben den weißen, und dann machen wir so ganz schöne Gruppenfotos. Und seit ungefähr einer Woche sieht es an unserem Hochzeitstag nach Regen aus, und deshalb musste ich jetzt nochmal einen Regenschirm bestellen, transparent, XXL, dass wir beide da auch drunter passen und nicht nass werden, schöne Fotos machen können. Ich hoffe natürlich trotzdem drauf, dass es nicht regnet. Aber wer weiß, man steckt da nicht drin und das Wetter kann man nicht beeinflussen und es wird trotzdem schön und wir können tolle Fotos auch so machen. So, und unter unseren Gästen sind auch Kinder, und für die Kinder habe ich Überraschungsboxen zusammengestellt, also Tütchen zusammengestellt. Da habe ich so Lunchtüten bei Amazon gekauft, 100 Stück habe ich da, genau, und vorne und hinten haben wir sie gestempelt. Dann schreibe ich den Namen drauf von dem Kind, mit Wäscheklammern habe ich es zugemacht. Innen drin befindet sich ein Malbuch von Frozen und ein paar Stifte und noch etwas Süßes zum Naschen. Das brauche ich jetzt nicht auspacken. Mittags haben wir uns überlegt, also weil unsere Trauung ist schon Vormittag und dann sind die Gäste mittags vielleicht schon hungrig, da haben wir uns Lunchtüten überlegt, weil wir auch eine Stunde zur Location unterwegs sind, dann können die Gäste was essen, bevor es dann zur freien Trauung übergeht. Und da habe ich jetzt hier diese Tütchen, die sind jetzt natürlich noch nicht gefüllt, weil wir das erst eben morgen Abend machen, am Abend vor der Hochzeit. Da kommt ein Käsebrot rein, weil Käsebrot geht immer, schmeckt super. Dann kommt ein Corny-Riegel rein und Gummibärchen und eine Serviette, die habe ich auch von Teddy mit Just Married, weil das kriegen die Gäste ja quasi nach unserer standesamtlichen Trauung. Und dazu haben wir auch eine Sektbar dann aufgebaut, direkt vom Standesamt. Dann bekommen sie Gläschen Sekt, eine Lunchtüte und dann geht's weiter. Und das hier sind noch die Gummibärchentüten, da habe ich also für die Lunchtüten, die einzeln verpackt sind. Das ist so eine Partymischung mit verschiedensten und dann kriegt einfach jeder eins.
Ja, das war jetzt ziemlich viel. Die Haul oder das Deko-DIY-Video ist ziemlich lang geworden. Aber ich hoffe, es war der ein oder andere interessante Tipp für euch auch dabei. Und in einem nächsten Video zeige ich euch dann noch meine Klokörbchen, also die Toilettenkörbchen für Männer und Frauen, was ich da rein tue. Und das SOS-Notfall-Kit für mich als Braut, was man so noch am Tag so braucht. Ich freue mich sehr, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Jetzt verlinke ich dir da noch Videos aus meiner Hochzeitsplanungsreihe, die dich interessieren könnten. Klick dich doch mal durch und ich freue mich sehr, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dann. Tschüss.